taking as much as you can take. Can't resistance, gonna watch them fall. Fight back, need a kick in the ass. Wait a second too long, now you're missing the chance. You leave it all behind again. Raise your fist up high, let the beating begin. Ja, und das soll dann also unser neues Motto werden. Gute Arbeit. Also gefällt mir sehr. Ja, ich find's super. Okay, Olaf, dir habe ich es auch per Mail geschickt. Du als Hauptinvestor und Ring-Announcer der GWF, was meinst du denn dazu? Also ich find's auch super, aber die Frage ist doch, wen nehmen wir nun als Aushängeschilder der GWF? Also ich würde sagen, dass wir dieses Jahr... Natürlich ich, Rambo, als eure GWF-Präsident, habe mich Gedanken gemacht. Wir hatten letztes Jahr Leute wie Ivan Kiev, Kashmani Erkan, Pascal Sparta, Crazy Sexy Mike und natürlich eure Präsident Rambo. Und ich sage, was letztes Jahr funktioniert hat, wird auch dieses Jahr klappen. Okay, toll, Rambo. Also deine Meinung kennen wir ja jetzt. Aber du hast es nicht allein zu entscheiden, okay? Als ich letztes Jahr Präsident war, musste ich jeden einzelnen Schritt rechtfertigen und ich musste einen externen Matchmaker einstellen. Das wird dieses Jahr bei dir auch nicht anders laufen, weil der Vorstand hat es so entschieden. Ahmed, wir alle hier wissen, deine Zeit ist schon vorbei. Du hast mir nichts zu sagen mehr. Mag sein, aber GWF unterliegt immer noch der Share Bros Wrestling GbR, okay? Das heißt, du bist Präsident, aber auch du musst dich an Regeln halten. Okay, und was willst du mir damit sagen? Naja, im Klartext bedeutet das, du kannst nicht weiter mit dem Geld so um dich werfen. Wir müssen irgendwie ein Auge auf die Finanzen haben. Sag mal, denkst du, das weiß ich nicht? Ich bin nicht ein Ahmed Chair, der ein Tag-Team aus England bucht und das Geld aus dem Fenster schmeißt. Alle hier wissen, dass wir einen Top-Kader mit Top-Leute haben und wir brauchen niemanden zu holen von außerhalb. Auch wenn das bewusst ist, ja. Trotzdem müssen wir einen Fokus darauf haben, auf die Finanzen. Und das ist meine Aufgabe und niemals deine. Ja, und wenn ich mich nicht irre, habe ich da als Hauptsponsor der GWF auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ich meine, Wrestling ist ein internationales Geschäft. Die Fans wollen auch Stars aus den USA oder aus England sehen. Genau, für solche Gespräche sind wir heute ja da. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir stimmen ab, auf wen wir den Fokus dieses Jahr legen werden. Okay, gut, aber bitte lass uns vorher erstmal abstimmen, ob Rambo Matchmaker sein darf oder ob er so wie ich letztes Jahr einen externen Matchmaker einstellen muss, okay? Wer dafür ist, dass Rambo einen externen Matchmaker einstellen muss, hebt bitte die Hand. Oder sagt ja. Der. Ja. Gut, dann wäre das ja geklärt. Dann würde ich einfach mal vorschlagen, du hast bis nächste Woche Zeit. Sehr gut, dann, ihr habt Zettel vor euch liegen, dann tragt bitte den Namen ein, der Meinung seid, der dieses Jahr bei Battlefield gegen Pascal Spalter um den World-Title antreten darf. Bedenkt aber bitte, es sollte möglichst jemand sein, den die Fans mögen, weil ihr wisst ja, was die Fans von Pascal Spalter halten. Rambo, ich habe dir meine Wahl per Mail geschickt. Hey. Wohin so schnell, mein Sohn? Du hast noch nicht gegessen. Lo sé, pero tengo que irme ya o se me va a hacer tarde para llegar al show. ¿Show? Du kannst aber nicht gehen. Tu brazo todavía está muy mal. No importa. GWF es mi familia y ya sabes lo que decía papá. Nunca dejes esperando a la familia. ¿Y qué soy yo? Tú eres mi amor, eres mi todo, mamita. ¡Mua! Muy bien, mijito. Está bien, vete. Pero cuando llegues allá comes algo. Nos vemos. Adiós.
Nasıl alayım? Görüp. Merhaba Ali abi. Nasılsın? Nasılsın abi? Tamam. Ali abi, biz ne yapacağız bugün? Ortalığı karıştırmak için bugün çok güzel bir gün. Neden Ali abi? Ortalığı karıştıran her insan her zaman duyulur. Ein Idiot läuft an uns vorbei. Hey Idiot! Hey komm! Lan. Haben Sie dich schon wieder gebucht, Alter? Ali, kein Problem. Ich bin immer hier. Grins nicht so blöd, du Spast, Alter, bevor ich dir das Grinsen aus dem Gesicht rausschneide. Alles klar. Weißt du, was der Unterschied zwischen dir und mir ist, Alter? Hier, schau dich um. Ich habe eine Familie. Hinter dir sehe ich nichts. Ali, ich habe keinen Bock auf dich. Ja, was willst du jetzt tun? Ja, was willst du jetzt? Hey. Oh, gibt es ein Problem hier? Den gibt's schon lange. Ali, komm, reiß ab. Ja, komm, nimm deine Hunde und reiß ab. Verdammt, das gibt's doch nicht. Alter, komm hier und überfall mich schon. Wie geht's dir? Danke, Alter. Wie geht's dir, Bruder? Ja, gut, alles gut. Wie war dein Flug? Ja, der war okay. Ich bin froh, dass ich wieder da bin. Na gut, wie in kämpfst du heute, ja? Ich habe echt noch gar keine Ahnung, aber wenn ich fragen soll, Ahmed oder Rambo, aber weißt du was? Schau mal. Guten Tag, die Herren. Hey, bitte sag mir nicht, dass das der neue Matchmaker ist. Hey, du weißt, ich als GWF-Präsident kann entscheiden, wer der neue Matchmaker ist. Also, Entschuldigung, aber ich bräuchte mal die Karte für heute Abend. Ah, klar. Moment. Bitteschön. Okay. Ich finde die gut. Danke. Schönen Tag noch. Das nächste Mal, wenn du eine Karte machst, sagst du mir als Erster. Hast du verstanden? Ich dachte... Du hast gedacht? Habe ich richtig verstanden? Denkst du schon wieder? Hau ab. Hau ab besser. Geh, sofort. Okay, ich muss mich sowieso noch schnell fertig machen. Warum? Ich habe ein Match heute. Und den Stolz eines Kämpfers. Für euch gibt's nur Sieg, kein Zurück oder Schlenkern. Respekt braucht viel Schweiß, kostet Mut und viel Zeit. Es fängt erst langsam an, doch es kann schnell vorbei. Hast du wirklich, was der Sieg braucht? Achte auch im Siegrausch darauf, was du machst, sonst ist es mit dem Spiel aus. Hörst du erst den Tweet Count, ist es mit deinem Dream aus. Pack deine Sachen jetzt, du fliegst raus. Du wartest jetzt, die du stehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, weil du dir die Leidenschaft. Nur mit Herzblut und Schweiß werden Titel erkämpft. Hier ist die German Wrestling Federation. Hier ist Huxleys Hexenkessel. Dies ist 3 Count, die Wrestling-Serie. Der erste Kampf ist festgesetzt auf einen Fall. Und auch vom Kommentatorentisch heißen wir euch herzlich willkommen zur Wrestling-Serie der German Wrestling Federation aus Berlin. Wir sind hier und wir wollen Wrestling. Das ist GWF 3 Count. We are GWF, das ist das Motto in Berlin, in Huxleys neuer Welt. Uns erwartet heiße Action und ein heißer, spektakulärer erster Kampf. Auf dem Weg zum Ring, der erste Kontrahent. My name is Icarus. I am from Budapest, Hungary, and I am the Arrow of Hungary. I win so many titles, like the ACW main title, like FCW Italy Tag Team title, and many of the matches of the year cup. My goals in GWF to gain the world title, and I will have the best match.
dem Weg zum Ring. Mit einem Gewicht von 77 Kilogramm aus Budapest in Ungarn, the Arrow of Hungary, Ikarus. Er bringt internationale Spitzenklasse in diese Wrestling-Serie hier mit rein. Ikarus wurde trainiert von dem WWE-Superstar Sami Zayn und von dem NXT-Superstar Aleister Black. Der erste Kampf, der wird direkt ein absoluter Leckerbissen. Diese beiden Männer, die machen mir wirklich gerade extrem Bock auf Pro Wrestling. Und hier sehen wir einen Mann, den gucken wir uns nochmal jetzt ganz genau an. I'm Mark Haskins. I'm from a small country town in the middle of England called Malvern. So far in pro wrestling, I have traveled the globe, winning championships in multiple different countries, applying my trade for some of the biggest wrestling companies in the entire world. My goal in the GWF is to dominate. I came here for one reason and one reason only, and that is to become the Berlin champion. 80 Kilogramm aus Oxford in England, the Star Attraction, Mark Haskins. Die Star Attraction, die Star-Attraktion Mark Haskins. Und wir heißen euch erneut herzlich willkommen zu GWF 3 Count der Wrestling-Serie. Und an meiner Seite, da sitzt auch eine Star Attraction. Über 10 Jahre Ringerfahrung bringt er hier mit ans Pult. Er hat eine Biografie über seine Kämpfe geschrieben, mit dem Namen Meine Kämpfe. Als Thumbtack Jack war er im Ring, er war sogar in Amerika und das vor der Zeit voller internationaler Transfers im Wrestling. Hier ist Alex Bedranowski, aka TJ, ich grüße dich. Jonathan, es ist mir eine Freude, an deiner Seite zu sein, hier bei 3 Count. Du bist ja auch ein absoluter Fachmann, was Wrestling angeht. 24/7, jeden Tag beschäftigst du dich mit Wrestling aus aller Herren Länder, in diversen Medien, im Print, online und ja, Wrestling aus aller Herren Länder. Das ist genau das Motto dieses Kampfes, eine internationale Paarung. Der Mann aus England, Mark Haskins, gegen den Mann aus Ungarn, Ikarus. Das ist natürlich eine Paarung, die macht Bock auf mehr. Und hier sehen wir auch schon die ersten Aktionen. Das ist wunderschön, was man hier sieht. Und die beiden, die scheinen fast auf ähnlichem Niveau zu sein. Zumindest, wenn man das hier nach der ersten Matchminute beurteilen will, TJ. Ja, klassische Abtastphase. Die beiden wissen natürlich um die Erfahrung, die der jeweils andere mitbringt. Wir werden hier, hoffe ich, denke ich, ein Feuerwerk sondersgleichen sehen, denn dazu sind beide Männer in der Lage und das weiß auch das Publikum. Hier schon tobender Applaus direkt zu Beginn, die Respektsbekundung vom Publikum an Ikarus. Sein Name wird gerufen, wird gejubelt, aber das bringt ihm wenig, wenn er hier die Forearms abkriegt. Absolut korrekt. Jetzt aber Gegenwehr, er will in die Offensive scheißen. Er will in die Offensive scheißen. Jonathan, ich glaube, mit dir drehen die Pferde durch. Ja, die Action hier ist heiß. Da kann auch sowas mal passieren. Ein kleiner Versprecher. Aber jetzt auf dem Top Rope. Und ja, da wollte er schon fast das Feuerwerk zünden. Vorarm nimmt für einen kurzen Moment das Tempo raus aus dem Match. Er wollte in die Offensive schalten. Jetzt tut er das Ganze. Hurricane Runner. Jawohl, wir schalten Eingang höher. Standing Moonsault von Ikarus, das könnte schon gewesen sein, die 2. Ja, nur die 2 Mark Haskins. Natürlich auch nicht auf der Brennsuppen dahergeschwommen. Kickout. Wunderschön, wie du hier die deutsche Sprache verunstaltest, TJ. Mann, oh Mann. Haskins jetzt wieder auf den Beinen, aber Ikarus, der lässt natürlich nicht locker. Dieser Mann, der ist ein absoluter Vollprofi, sonst wird er nicht in Deutschland als Ungar auftreten. Ja, und er ist nicht nur in Deutschland aufgetreten, sondern auch in einem riesengroßen Cup. Dieses Jahr hat er sein Jahr vertreten im Pro Wrestling World Cup. Und das zeigt natürlich diese internationale Spitzenklasse. Und die sehen wir hier in diesem ersten Kampf. Was für ein Privileg. 3 Count geht hier an den Start. Ihr seid die Zuschauer, ihr bleibt dabei. Es geht übers
oberste Seil und springt hier drüber der gute Ikaros. Volltreffer, Superkick und es geht direkt auf den Apron, der härteste Teil des Rings. Das spürt er die nächsten Tage noch. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Der Apron, die Ringkante, ist der härteste Teil. Da findet man nichts außer Holzbrettern auf Eisenstangen. Und dort zu landen, mit dem Rücken, so wie es gerade Ikaros passiert ist, wie du sagst, Jonathan, das spürst du Tage später noch. Und ja, deswegen jetzt hier diese Situation, die schon der Sieg gleich sein könnte für Mark Haskins. Der Countout hat begonnen. Wird es Ikaros rechtzeitig zurück in den Ring schaffen? Er schafft es in den Ring. Ich schätze Mark Haskins aber auch so ein, dass er gar keinen Count-Out-Sieg will, sondern er will seinen Gegner wirklich ganz, ganz klar mit einem 3-Count besiegen. Den 3-Count. Bei 3-Count werden wir ihn sehen. Jetzt vielleicht. Kommt hier wieder raus Ikaros, der lässt sich hier nicht unterkriegen. Das sieht man schon in den ersten Minuten. Nimmt jetzt hier den Fuß mit rein, der gute Haskins. Mit Füßen, da kann man super arbeiten im Ring. TJ, das hast du damals auch getan. Du weißt, was der Fuß für eine grandiose Waffe ist. Der Fuß, die Ellbogen bei Mark Haskins, Arme und Beine, alles, sein gesamter Körper ist eine Waffe von überall, in jeder Situation. Im Stand, am Boden, vom obersten Ringseil. Dieser Mann ist ein absoluter Allrounder und blitzschnell. Diesen Dropkick hat Ikaros nicht kommen sehen. Und wieder kein 3-Count. Man sieht es hier einfach im Arsenal von Kurt Hawkins, wie er wirklich von Kurt Haskins... Kurt Hawkins, wir sind hier nicht bei der WWE, mein lieber Jonathan. Wir sind in Berlin bei GWF. 3-Count. Zum Glück sind wir nicht bei der WWE. Mein Gott, und es geht weiter hier. Schöner Cravat-Hold von Mark Haskins. Das ist natürlich ein probates Mittel, um das Tempo herauszunehmen. Sehr, sehr strategische Herangehensweise und ja, diese Hebelwirkung, die tut weh im Nacken. Ikaros kann sich aber befreien, fängt sich aber sofort den Elbow ein. Haskins weicht aus und das mit Spitze und wieder der Dropkick, dieses Mal natürlich in die Ringecke. Ja, und Mark Haskins erscheint hier wirklich, Moment, er scheint hier wirklich Ikaros immer einen Schritt voraus zu sein. Aber das Publikum offensichtlich auf der Seite von dem Mann aus Ungarn. Pass auf, Aufgabegriff, da kann es ganz, ganz schnell vorbei sein. Da muss man aufpassen bei Haskins. Ja, das ist eine ganz interessante Kampftechnik, die wir hier sehen, diesen Submission Hold. Wie er da auch fachmännisch sein Bein, du hast es gesagt, die Beine, was die auch für eine Waffe sein können. Er nimmt sein Bein zur zusätzlichen Würgemethodik mit rein in diesen Griff. Eine Aktion abgewandelt aus dem Brazilian Jiu-Jitsu. Und das vielleicht auch ganz interessant zu erwähnen. Was macht denn die German Wrestling Federation so besonders? Wir haben viele Talente hier, die geschult sind. Er ist jetzt am Seil. Das war das Glück für ihn. Das ist das Glück für ihn, aber ja, die Talente, die wir hier in Berlin sehen, bei der GWF geschult in allen möglichen Techniken der Kampfkunst. Guck dir diese... Er verwendet nicht nur seinen Körper, sondern auch seine Stimme als Waffe. Und das kann natürlich absolut effektiv sein, wenn du deinen Gegner hier nicht physisch quasi diffamierst, sondern auch verbal. Aber Ikaros lässt sich das nicht gefallen. Jetzt mit neu gewonnener Entschlossenheit kämpft er sich zurück. Oh nein, versucht es zumindest. Wird wieder gestoppt von Mark Haskins. Es geht in die Seile, Shoulder Tackle und da trifft der Rücken von Haskins direkt die Matte. Ja, kommt er da zurück in den Kampf. Der Pfeil aus Ungarn auf dem zweiten Seil. Wunderschöne Aktion, bringt Mark Haskins zu Boden. Und ja, das ist genau das, worauf Ikaros das ganze Match über gewartet hat. German Suplex Ansatz, gekontert von Haskins. Löst den Griff. Elbow nach hinten, geht in die Seile und direkt in eine Body Slam. Der 3-Count immer noch nicht. Da hat er nicht beide Beine eingehakt. Das war das Problem von Ikaros. Sonst hätte das hier direkt der Sieg sein können. Brainbuster hinterher. Oh mein Gott. Noch ein Kick an den Kopf. Jetzt cover ihn doch. Und das war's immer noch nicht, TJ. Diesmal hat er es richtig gemacht. Beide Beine eingehakt. Aber Mark Haskins, nicht der erste Brainbuster seines Lebens. Nicht das erste Mal, dass er Sternchen sieht. Dieser Mann aus Großbritannien will sich nochmal zurückkämpfen in den Kampf. Aber genauso Ikaros. Beide jetzt hier am Boden. Wer schafft es? Zuerst auf die Beine. Das ist der Pfeil aus Ungarn. Und der versucht jetzt hier seinen Gegner natürlich direkt wieder zuzusetzen. Und da geht der German durch. Wunderschöner German Suplex bei der German Wrestling Federation. Rolle und
Da springt er hier mit dem Ellenbogen voran ins Gesicht von seinem Kontrahenten. Das sind Waffen, die er hier benutzt. Das ist unglaublich. Rolle mal wieder von Haskins, aber da fängt Icarus ihn ab. Hast du diesen Konter gesehen von Mark Haskins? Da lädt er ihn auf. Aus der Defensive in die Offensive. Das muss es doch sein. Das ist es immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Superkick, Volltreffer, 1, 2, wieder kein 3-Count. Die Widerstandsfähigkeit von Icarus ist beeindruckend. Mein Gott, Mark Haskins, was geht jetzt in seinem Kopf vor? Ja, ich glaube, ein bisschen Verzweiflung, sortiert sich neu. Erstmal die Klamotten richten und überlegen, was kann ich denn jetzt noch machen gegen einen Gegner, der wirklich hier 2 meiner besten Waffen abbekommt und trotzdem noch die Schulter hochkriegt. Ja, ein Aufgabegriff, die Taktik wechseln, nicht mit dem Cover versuchen, nicht mit dem 3-Count, sondern vielleicht mit der Aufgabe. Nein, das sieht nicht gut aus. Konter von Icarus, der weiß natürlich, wie gefährlich diese Haltung sein kann, die Haskins hier anlegen wollte. Es geht wieder in die Seile und wieder kommt der Konter und dieses Mal geht der Elbow durch den Vorarm. 1, 2 und wieder kein erfolgreicher Pin. Die Männer, die wir hier im Ring sehen, sind Top-Sportler und da darf man sich eine Fahrlässigkeit nicht erlauben, so wie das Icarus gerade gemacht hat. Viel zu leger sein Cover, die Beine nicht eingehakt, da kann er nicht erwarten, den Sieg zu kassieren, aber wenn er jetzt aufs oberste Ringseil geht, dann setzt er doch an zu seinem Finishing Move, zu der Swanton Bomb, der Meltdown von Icarus. Was ist das denn? Nein, das ist Dover! Was macht denn Dover hier auf dem Apron? Nein! Er will hier eingreifen. Icarus wehrt ab. Er will sein Finisher zeigen, die Swanton, aber gekontert von Haskins. Volltreffer, der Superkick. Und jetzt geht der Aufgabegriff von gerade, der nicht durchging. Er geht durch und er tappt TJ, das gibt's doch nicht. Und hier ist der Sieger durch Aufgabe Submission, the Star Attraction, Mark Haskins. Da hat Dovers Eingreifen tatsächlich dazu geführt, dass Icarus abgelenkt war. Ja, diese beiden Männer verbindet auch eine lange Geschichte. Doch Mark Haskins, dem ist das egal, der hat abgesahnt. Und da sehen wir noch einmal einige der entscheidenden Szenen, wie diesen Superkick und diesen harten Move auf den Apron. Icarus konnte sich aber auch schön ins Match zurückkämpfen, hat aber nicht gerechnet mit der unfassbaren Fähigkeit, Defensive in Offensive zu verwandeln von Mark Haskins mit diesem Death Valley Driver, der aber auch nur den 2-Count brachte und dann die entscheidenden Szenen. Dover mit der Ablenkung, Icarus mit dem Meltdown vom obersten Ringseil, wunderschön, aber Bruchlandung, gelandet auf den Knien von Mark Haskins, Superkick hinterher, Aufgabegriff und der Tap-Out von Icarus, der Gewinner im ersten Match, Mark Haskins. Diese beiden, die machen gemeinsame Sache oder auch nicht, man weiß es nicht. Was soll man hier rausmachen? Und jetzt geht Dover nochmal in den Ring. Nein, er will jetzt nicht auf einen am Boden liegenden noch eintreten. Bitte nicht. Ja, nicht nur auf einen am Boden liegenden Mann, sondern auf seinen ehemaligen Tag-Team-Partner. So ist es. Diese beiden, die verbindet gerade keine Freundschaft mehr. So viel ist sicher. Er hebt hier seinen langjährigen Freund nach oben. Das muss doch nicht sein! Ja, ich glaube, da ist sehr viel Neid im Spiel. Wir haben es erwähnt. Icarus, der sein eigenes Land so stolz vertreten hat in großen Wrestling-Turnieren. Und Dover, der nur zuschauen durfte. Was soll denn das? Stopp! Naja, ganz ehrlich, kannst du Dover übel nehmen. Muss sich anschauen, wie sein ehemaliger Partner einen Erfolg nach den anderen einheimst. Und ganz ehrlich, ich kann es verstehen, dass da irgendwann mal die Leitungen durchbrennen und er einfach genug hat von dem Erfolg seines ehemaligen Partners. Das darf nicht sein. Das sind Mittel, zu denen man nicht greifen sollte. Dover, dominant, aber auf die Art und Weise, da ist das alles andere als etwas, auf das er stolz sein kann. Verhöhnende Geste noch hier mit dem Pfeil, ja. Icarus, er wurde getroffen mit einem Pfeil, hat heute seinen eigenen Pfeil nicht verschießen dürfen. Und zwischen Dover und Icarus, ja, diese Geschichte, die ist, glaube ich, noch nicht zu Ende.
Den Zuspruch von Dover hat er nicht mehr, der gute Icarus, aber immerhin von den Fans, denn die stehen weiterhin an und auf seiner Seite. Naja gut, das also kein so erfolgreicher Abend für den Pfeil aus Ungarn. Ja, das ist okay, alles gut. Ja, das bleibt wie immer, ja. Ist gut. Was? Ja, ich habe ihn im Büro. Ja, ich muss gerade reingekommen, ja, willst du haben. Tarkan Aslan. Weißt du was, wir telefonieren später, okay? Ja, ciao. Ja, Tarkan, was willst du? Mark Haskins kommt rüber. Aus England, nach Berlin. Fordert Tarkan Aslan. Und ihr, respektlos wie ihr seid, Idioten die ihr seid, bringt ihn gegen Icarus? Haskins hat nur gesagt, er will Berlin Champion sein. Nicht ein Kampf gegen dich. Genau, Mann. Ey, bin ich nur von Idioten umgeben? Ich bin nicht ein Berlin Champion! Du hast schon einen Kampf für nächste Woche Mittwoch. Ah, hab ich den? Also, Tarkan Aslan gegen Adam Kruger. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Adam Krüger? Weltstar Adam Krüger gegen Tarkan Aslan um den Berlin-Titel? Wollt ihr mich eigentlich nur verarschen? Bullshit! Lass dich beruhigen, es ist nur ein Non-Title. Hey Ahmed. Hey, kurze Frage. Du weißt ja, dass ich extrem dankbar bin dafür, dass ich hier sein darf. Und ich finde auch die Idee vom Loserweight-Titel ziemlich cool, dass man ihn halt nur gewinnt, wenn man verliert und dass man ihn auch nur verteidigen kann, wenn man verliert. Aber du weißt ja, dass ich über 85.000 Abonnenten auf YouTube habe und ich will die halt einfach nicht enttäuschen. Ja gut, aber ich meine, wie kann ich dir jetzt helfen? Naja, für mich ist halt schwierig, wenn die Wrestling-Fans mich sehen, dann bin ich halt immer der Loser der Nation. Ja, ich meine, aber sorry, ich meine, du hast doch, als es um die Wahl ging des Präsidenten, deine Fans gebeten, darum Rambo zu wählen. Und jetzt ist er in der Position. Ich kann dir da leider nicht mehr helfen. Ich kann da ja nichts mehr machen. Okay, sonst hättest du keine Idee, was man machen kann. Ich kann dir nicht helfen. Also schau mal, bis zum 11.11. haben die Fans noch Zeit zu voten, okay? Wenn ich bis dahin die Wahl dann doch noch gewinne, dann habe ich sicherlich eine andere Position und kann dir helfen. Aber so wie es aktuell ist, kann ich dir nur sagen, geh bitte zu Rambo. Okay, gut. Sorry. Ahmed, ich habe eine Frage. Ja, tut mir leid, sorry, wirklich. Jetzt habe ich leider gerade gar keine Zeit. Sorry. Nächstes Mal. Der nächste Kampf des Abends ist auf einen Fall festgesetzt. Auf dem Weg zum Ring. Wir sind schon beim nächsten Kampf, hier bei 3 Count. Und das ist ein gefreiter Weber. Dieser Mann gehört zur Gruppierung unseres Präsidenten von El Presidente Rambo. Sie vertreten Lucha Libre, aber sie vertreten auch sehr, sehr viele Werte, die sich gar nicht so gehören. Mein Name ist Gefreiter Weber. Ich komme aus der Kaserne von El Presidente Rambo. Ich bin seit fast 3 Jahren Schüler der German Wrestling Federation und Schützling von El Presidente Rambo. Mein Ziel in der German Wrestling Federation ist es, die besten Matches zu bestreiten und zukünftig euer neuer Berlin Champion zu werden. Gefreiter Weber! Viva la Revolution! Das ist das Motto von der Gruppierung rund um El Presidente. Und sein Gegner. Was ist das denn, Jonathan? Eine Regenbogenfahrt, sondersgleichen. Woo! Chris Colin ist das. Und er ist jemand, den ich hier in diesem Kampf ganz eindeutig favorisiere. Er ist tatsächlich einer meiner absoluten Favoriten. Und ich will jetzt sehen, wie er dem Herrn Weber mal ein bisschen zeigt, wo es lang geht. Wir schauen uns an, was Chris uns zu sagen hat. Bitteschön. Ich bin der Austrian Wolverine Chris Colin, der härteste Kämpfer im europäischen Wrestling. Ich komme aus Wien, Österreich. Ich war GWF Berlin Champion. Ich bin momentan Schweizer Heavyweight Champion. Ich bin amtierender GSW Heavyweight Champion. Schon so viele Titel, so viele Gegner, die ich besiegt habe. Was will ich noch erreichen? Ganz wichtig für mich. Ich möchte GWF World Champion werden.
the Austrian Wolverine, Chris Colen. Auch Chris Colen ein absoluter Fanliebling, TJ. Ja, die Fans reisen ihm hinterher von Österreich bis nach Berlin. Dieser Mann ist etabliert bei der German Wrestling Federation. Seit 2014 tritt er hier schon auf, aber schon seit viel länger, nämlich seit Anfang des Jahrtausends tritt Chris Colen im Ring auf. Dieser Mann ist ein Veteran. Ich stand selbst schon mehrmals mit ihm im Ring, habe mir wahre Schlachten geliefert mit Chris Colen und kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist ein absolutes Powerhouse. Das wird auch hier der Gefreite erleben. Der Gefreite Weber, der noch nicht ganz so viel Erfahrung vorzuweisen hat, aber man sollte ihn auch nicht unterschätzen. Ich denke, wenn Chris Colen ihn unterschätzt, wenn er das tut, dann könnte es hier ganz, ganz schnell auch für ihn vorbei sein und der 3-Count geht durch. Das ist sein erstes Abtasten, das wir hier sehen. Chris Colen, das ist ein Mann, vor dem muss man einfach Respekt haben, denn er ist nicht zu feige, nicht nur auf die Straße zu gehen mit einem Einhorn-T-Shirt, sondern manchmal sogar den Ring zu betreten mit einem Einhorn-T-Shirt. Jemand, der sich das traut, der ist gefährlich. Und wenn man so gebaut ist, dann traut man sich das auch. Der Gefreite Weber versucht hier immer wieder, ihn umzuhauen mit seinen Shoulder-Tackles, aber da hat der gute Chris Colen ein paar Stunden zu viel im Gym verbracht, dass er sich von sowas hier jetzt auf den Boden befördern lassen würde. Das heißt, in ein paar Stunden zu viel im Gym verbracht. Chris Colen hat gerade sein eigenes Fitnessstudio in Österreich eröffnet. Das hier ist ein Mann, für den bedeutet Fitness alles. Ein wahrer Berufsringkämpfer, durchtrainiert bis in den letzten Muskel und ich glaube ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob der Gefreite da mithalten kann mit dieser Horsepower. Und wir sehen es hier schon, er bearbeitet den Arm und der ist natürlich auch ein bisschen abgetaped. Das kann natürlich sofort hier auch von Chris Colen verwendet werden, um seinem Gegner auch zu schaden. Ja, da hat sich der Gefreite in diversen Gefechten an vorderster Front eine Verletzung zugezogen. So ist das, wenn man Krieg betreibt an vorderster Front. Das ist der Mann, der vorausgeschickt wird, um die dreckige Arbeit zu machen für El Presidente Rambo. Und hier gibt's dreckige, schmerzhafte Chops. Chops von Chris Colen. Und er hört gar nicht mehr auf, seinem Gegner hier zuzusetzen. Er weiß natürlich ganz genau, was es braucht, um ihn auf der Matte zu halten. Das Cover 1, 2 aber noch nicht bis 3. Ja. Fieser Bambi-Kick in den Rücken. Ein Österreicher, ein Landsmann von Chris Colen. Der Bambi-Killer, der hat diesen Kick in den Rücken berühmt gemacht. Unfassbar schmerzhaft. Das geht direkt in die Nieren. Danach pinkelst du erstmal ein paar Tage lang Blut. Und dieser Bodyslam, der auch auf die Nieren geht, der hilft bestimmt gar nicht. Der Bodyslam war es aber noch nicht. Es geht aufs oberste Seil, Double X-Handle und der Gefreite Weber, der fällt. Das Cover, aber die Schultern wieder nur bis 2 auf der Matte. Und Chris Colen verschwendet keine Sekunde, setzt direkt nach, lässt dem Gefreiten keinen Moment Zeit nachzudenken. Aber da habe ich ihn vielleicht unterschätzt, denn aus dem Nichts kontert der Gefreite Weber mit einem Bodyslam. Das ist genau das, was ich auch meine. Wenn man diesen Mann unterschätzt, dann kann es hier auch ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. So geht das Chris Colen auch. Das muss er auf dem Schirm haben, ganz, ganz klar. Chops mal wieder. Ja, der Gefreite muss auf dem Schirm haben, dass morgen seine Brust klatschrot sein wird. Das Cover und das ist es immer noch nicht. Ja, ein T-Shirt-Wrestler, gegen den Chris Colen hier antritt. Sowas mag der ja gar nicht. Dieser Mann, der so überzeugt ist von Fitness, steht hier gegenüber, oder beziehungsweise das heißt, er steht ihm nicht gegenüber, weil der Gefreite liegt am Boden. Chris Colen, ja, ganz eindeutig dominanter in diesem Kampf. Ja, setzt ihm hier zu, nutzt jetzt will die Hebelwirkung nutzen, aber merkt dann natürlich auch das Gewicht seines Gegners, sägt ihn jetzt hier auf das oberste Ringseil und verwendet die Hebelkraft quasi in Verbindung mit dem obersten Seil, um seinen Gegner hier auf die Matte zu befördern. Das hat natürlich dann eine doppelte Wirkung nochmal. Und das Gewicht des Gefreiten war ja hier fast schon sein Vorteil, weil es Chris Colen daran gehindert hat, seinen Move 100%ig ins Ziel zu bringen. Und geht jetzt hier hinter seinen Gegner, der Gefreite, und da kommt eine große Aktion, die ihn hier im Match auf jeden Fall weiterbringt. Das Cover, aber
Da hätte ich mich jetzt auch gewundert bei Chris Colen. Dieser Mann hat absolut viel zu viel Erfahrung dafür, um hier liegen zu bleiben. Chris Colen hat sich da erstmal den Hinterkopf gehalten nach dieser Aktion. Hässliche Landung für ihn. Ja, diese Stürze auf den Hinterkopf als Wrestler, das ist genau das Gefürchtetste überhaupt, was dir in dem Kampf passieren kann. Weil das raubt dir die Koordination. Aber Chris Colen, da sage ich's, und wunderbar getimter Crossbody, das braucht ganz viel Koordination vom zweiten Ringseil. Erstaunlich, was für eine Regenerationskraft Chris Colen, der Austrian Wolverine, hat. Kontert hier den Gefreiten aus, aber auch der Gefreite hat eine Antwort für Chris Colen. Nimmt ihn jetzt hier nach oben, es geht auf die Matte. Und auf dem Gefreiten sehen wir jetzt einen Suplex, der Gefreite Weber in der Offensive. Jetzt muss er aber nachsetzen, das hat bisher gefehlt, er hat bisher noch nicht nachgesetzt nach seinen Offensivaktionen. Vielleicht kommt das jetzt. Da nimmt er Anlauf, aber lässt er sich zu viel Zeit? Nein, die Knie gehen ins Ziel. Chris Colen sackt zu Boden und das Cover bringt nicht den Erfolg, nur die 2. Und das verwundert den Gefreiten Weber. No, no, no. Da sagt es ihm Chris Colen auch, das war nur die 2. Nee, 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 mein Junge, da musst du dir schon mehr ausdenken. Ein Ringveteran wie Chris Colen, der lässt sich nicht lumpen, ist überhaupt nicht eingeschüchtert. Und jetzt wieder eine Offensive mit der unfassbaren Lariat. Er dreht ihn raus mit der Lariat, auf den Boden geschickt und Jetzt könnte vielleicht die finale Aktion folgen von Chris Colen. Unfassbar. Angel Swings. Und das ist der finale 3-Count, der erste 3-Count bei 3-Count. Chris Colen. Chris Colen ist der Sieger in diesem Kampf, hat seinen Gegner nicht unterschätzt, hat ihn zugesetzt, aber letzten Endes konnte der Österreicher hier dann den Sieg davontragen. Da kann man nur applaudieren, Chris Colen in seinem ersten Match hier bei 3-Count erfolgreich. Habe ich das richtig gehört? Ich soll gegen Orlando Silva antreten am 2. September bei Battlefield um den GWF World Title? Pascal, was soll ich machen? Die Mehrheit von den Vorstand hat so entschieden und jetzt ist es so. Mehr kann ich nicht machen. Orlando Silva ist kein Champion. Er ist ganz süß und ganz nett und vielleicht super für den Opener. Aber er ist definitiv kein Main-Eventer. Pascal, denkst du, ich weiß das nicht? Ich kann nichts machen, ist so. Es bleibt einfach so. Okay, Rambo. Wenn das so ist, dann verlasse ich hiermit offiziell die German Wrestling Federation. Fünf, 4, 3, 2, 1. Das Schlachtfeld steht bereit. Alle 90 Sekunden kommt ein weiterer Teilnehmer. Man wirft einen Teilnehmer über das oberste Seil nach draußen. Der Sieger ist Herausforderer Nummer 1 auf den GWF Champion. 4 Männer, die Final Four des Battlefield Matches. Im hohen Bogen geht Ivan Kiev raus. Und er kann eliminieren Orlando Silva. Und jetzt die letzten 2. Der finale Showdown. Geben und nehmen zwischen Cashmaniakan und Chris Colen. Er kann es raus. Nein, nein. Wessen Herz schlägt noch härter. Die Wolverine krallt sich am Seil. Wer gewinnt Battlefield? Ärger kommt. Ärger gewinnt. Ärger gewinnt. Ärger gewinnt. Berlin, es ist Zeit für das Schlachtfeld. It's time for the battlefield.